Schönen guten Tag, liebe Freunde. Danke für das Einschalten. Jura aus Irkutsk ist wieder online. Danke, dass ihr die Kommentare unter meinen Videos schreibt. Ich lese sie sehr aufmerksam. Heute möchte ich einige Fragen beantworten, die ich unter meinen Videos gelesen habe. Es gibt viele Fragen über die Medizin, über die medizinische Versorgung in Russland. Ich habe schon mal gesagt, die ist kostenlos für die Bürger, für die Menschen mit dem russischen Pass. Der Staat bezahlt alle Kosten, aber es gibt noch viele private Kliniken und der Arztbesuch ist erschwinglich von 15 bis 20 Euro für einen Empfang. Also viele Russen können sich das leisten, auch mit dem durchschnittlichen Gehalt. Also es gibt keine Probleme mit der Medizin in Russland. Ihr braucht keine Sorgen davon zu machen. Herzlich willkommen. Für die komplizierte Operationen, dann muss man ja wirklich Schlange stehen. Man muss warten, bis der Arzt frei ist. Es gibt eine Liste der Patienten, die eine komplizierte Operation brauchen. Und in diesem Fall muss man wirklich längere Zeit warten. Weiß nicht genau, wie viele, das kommt auf die Situation an. Man muss auf jeden einzelnen Fall schauen, das kann ich momentan nicht sagen. Ansonsten für einfache Fälle, für allgemeine Krankheiten, damit gibt es gar kein Problem. Jeder bekommt die medizinische Beratung ganz schnell und man braucht nicht Wochen oder sogar Monate zu warten, wie es in Europa der Fall ist, habe ich mal gehört. Noch möchte ich zum Wetter in Russland was sagen. Im früheren Video von mir habe ich gesagt, dass das Leben in Russland hart wäre. Darunter meine ich in erster Linie das Klima. Ja, Russland ist riesengroß und besteht aus vielen Regionen mit dem unterschiedlichen Klima. Im Süden Russlands ist der Winter wärmer, ja, versteht sich, aber dazu ist der Sommer dort sehr heiß bis plus 40 Grad Celsius. Einige Menschen, die früher in Sibirien gelebt haben, ziehen dann nach Krasnodar zum Beispiel und meckern dann, dass es dort bis plus 40 Grad Celsius im Sommer ist. Und solche Hitze lässt sich schwer ertragen. Nicht jeder kann bei solcher Hitze leben, besonders die älteren Menschen, die mit dem Herzen Probleme haben. Also bei dieser Sache muss man auch aufpassen. Ich bin immer noch der Ansicht, das Leben in Sibirien wäre optimal. Oder man kann das ganze Jahr in 2 Teile aufteilen, zum Beispiel Frühling, Sommer und Herbst kann man in Sibirien verbringen, aber für die Winterzeit kann man dann entweder nach Sotschi oder nach Krasnodar ziehen. Dort kann man den Winter angenehmer verbringen, wenn man die Kälte nicht mag. Aber viele Menschen in Deutschland, so ist mein Eindruck, mögen die Kälte und lieben sogar den Winter und den Schnee. Der Winter dauert in Sibirien etwa 5 Monate, würde ich mal sagen, aber die richtige Kälte beginnt ab Ende Dezember. Dann haben wir noch im Januar und Februar kalte Tage. Also an diesen Tagen kann es sogar bis minus 40 Grad Celsius kalt werden, aber wenn man gute, warme Winterkleidung hat, dann ist es gar kein Problem, an diesen Tagen zu überleben. Deswegen sehe ich gar kein Problem, in Sibirien zu leben. Oder wenn man online arbeitet, dann braucht man einfach nicht jeden Tag auf die Straße. So ist meine Meinung. Und ansonsten lässt sich das sibirische Wetter gut ertragen. Gar kein Problem. So ist meine Meinung. Ja, an manchen Tagen ist es wirklich kalt, dann bekommt man schlechte Stimmung, aber die Stadt Irkutsk und besser gesagt die Region Irkutsk und auch die Republik Burятien, die beiden haben sehr viele Sonnentage und bei viel Sonne, auch wenn es draußen kalt ist, kann man dann kalte Temperaturen leichter aushalten. Viel Sonne bringt dann mehr Optimismus und gute Stimmung mit sich. So ist meine eigene Erfahrung. Deswegen gefällt mir die Stadt Irkutsk in dieser Hinsicht sehr gut. Noch ein paar Worte möchte ich über russische Dörfer sagen. Es gibt verschiedene Dörfer. Es gibt arme Dörfer, wo viele Trinker leben, also arme Menschen, die viel Alkohol trinken. Solche Dörfer muss man unbedingt vermeiden. Es gibt mittelgroße Dörfer, wo die Bevölkerung gemischt ist. Und es gibt auch wohlhabende Dörfer, wo die Menschen sehr gut leben. Aber in solchen wohlhabenden Dörfern gibt es dann eine Produktion. Oder es gibt dort einen großen Bauernhof und die Menschen arbeiten dort und verdienen Geld. Es gibt auch solche landwirtschaftliche Betriebe. Das wäre wahrscheinlich von Vorteil, solche Dörfer zu finden und dort sich niederzulassen.
Ich weiß nicht, ob ihr weißt, aber in der Region Altai gibt es immer noch ein russlanddeutsches Dorf namens Halbstadt. Ich habe schon mehrmals dieses Dorf erwähnt. Als ich in Novosibirsk war, wollte ich dieses Dorf besuchen, aber es hat leider mit dem Ausflug bis dahin nicht geklappt. Und dort leben immer noch viele Menschen, die Deutsch können. Und dieses Dorf Halbstadt wäre wahrscheinlich ein guter Ort für die Auswanderung, mindestens für die erste Zeit, um zu schauen, ob das Leben in Russland überhaupt interessant ist. Dort kann man auch die Produktion aufbauen, entweder eine Bäckerei oder etwas mit der Wurstproduktion. Warum nicht? Dort kann man vor Ort die Arbeitskräfte finden und die Einwohner aus den Nachbardörfern werden froh sein, bei euch zu arbeiten, wenn ihr dort vor Ort eine Produktion aufgebaut habt. Man kann auch die Hühnereier produzieren, die haben in Russland immer Absatzmarkt. Die Nachfrage ist in Russland groß. Die Russen essen gerne die Hühnereier und kaufen sie in großen Mengen. Jetzt möchte ich über die öffentlichen Verkehrsmittel erzählen. In Großstädten gibt es gar kein Problem damit. Die Busse pendeln regelmäßig. Es gibt viele private kleine Busse. Auf Russisch heißen sie Marschrutka. Und es gibt auch die Verkehrsmittel von der Stadtverwaltung. Die kosten ein bisschen billiger und pendeln dann bis Mitternacht. Aber seltener, dann muss man länger warten oder im Notfall kann man ein Taxi bestellen. Mit dem Taxi gibt es gar kein Problem. Die Menschen in Großstädten bestellen sehr oft ein Taxi und man benutzt so eine App auf dem Handy. Das läuft alles reibungslos. Sehr populär ist die App von Yandex Taxi. Fast jeder Russe hat diese App auf dem Handy. Nach 20 Uhr abends gibt es dann weniger Busse in Großstädten. So ist meine eigene Erfahrung. Und dann muss man länger warten. Zum Beispiel in Irkutsk gibt es nach 20 oder nach 21 Uhr weniger Busse. Ja, das ist unbequem, wenn man schnell nach Hause braucht oder irgendwohin noch und dann muss man länger warten. Aber die öffentlichen Verkehrsmittel, die Busse, Trolleybusse und Straßenbahnen, die pendeln bis Mitternacht. Dann muss man aber einen Fahrplan haben, dann kann man sich daran besser anpassen und dann ist es gar kein Problem. Aber ansonsten sehe ich gar keine Probleme, in einer Großstadt zu leben, je nachdem, ob man das mag oder nicht. Ja, ich weiß, viele von euch wollen auf dem Lande in einem Familienhaus zu wohnen. Besser wäre natürlich so ein mittelgroßes Dorf zu finden und ja, das Dorf muss unbedingt nicht weit von der Stadt liegen, für den Fall, wenn man dann schnell zum Krankenhaus braucht. Um die Stadt Irkutsk herum gibt es viele mittelgroße Dörfer. Hier gibt es viele Angebote. Man kann ein Grundstück mit Familienhaus drauf sehr leicht finden. Es geht nur ums Geld. Ich habe schon mehrmals gesagt, man muss mit 30.000 Euro rechnen. Mindestens, dann kann man sich was finden. Ab und zu lese ich auch die Frage unter meinen Videos, wie viel Geld muss man haben, um in Russland zu leben. Ich bin der Meinung, das Minimum, das man bekommen muss, beträgt 500 Euro. Davon gehen die 200 Euro für die Miete und dann bleiben noch 200 Euro für das Essen und der Rest 100 Euro bleiben dann noch für den Spaß des Lebens. Aber das ist so ein Mindestgehalt, das man haben muss, um zum Beispiel in Irkutsk zu leben oder in einer anderen Stadt Russlands. Am besten natürlich wäre dann ein Einkommen, 1000 Euro im Monat zu haben. Mit 1000 Euro ist man dann der König, dann kann man das Leben schon ausgiebig genießen und man kann schon mehrere Sachen sich leisten und kaufen. Mit 1000 Euro im Monat kann man sogar zu zweit leben. Es geht auch mit 800 Euro im Monat, aber dann lebt man sparsamer. So ist meine Meinung. Für die letzten 2 Jahre sind die Preise in Russland auch angestiegen, etwa um 30%. Die offizielle Inflation beträgt momentan 9%, aber in Wirklichkeit, so behaupten viele Fachleute, beträgt die tatsächliche Inflation etwa 20% im Jahr. Man sieht, dass die Preise ab und zu steigen, das spürt man, wenn man einkaufen geht. Die offizielle Inflation stimmt überhaupt nicht. Das hat damit zu tun, dass der Staat dann alle sozialen Ausgaben erhöhen muss, wenn die offizielle Inflation 20% angegeben wäre. Also hier will der Staat ein bisschen sparen und gibt mit Absicht die falsche Information an, um die sozialen Ausgaben nicht zu erhöhen. Am Ende des Videos möchte ich noch Folgendes sagen. Ab und zu lese ich unter meinen Kommentaren, meistens von Russlanddeutschen oder von Russen, die Deutsch können und verstehen, dass mein Deutsch
schlecht wäre, dass ich meine Deutschkenntnisse nachbessern muss. Ich schließe das nicht aus. Ich gebe zu, ich spreche kein perfektes Deutsch. Meine Aussprache hat starken russischen Akzent und ich versuche immer, mein Deutsch zu verbessern. Deswegen habe ich diesen Kanal vor vielen Jahren eingerichtet, um meine Deutschkenntnisse frisch zu halten. Ja, aber wenn man so gezielt und nachdenklich sprechen muss, dann kommt leider die Aussprache zu kurz. Ich muss dann mit Akzent sprechen, um alle Informationen beim Sprechen auszudrücken. Ja, danke für das Verständnis. Hoffentlich versteht ihr alles, was ich in meinen Videos berichte. Also, liebe Freunde, danke für das Mitmachen. Danke, dass ihr meinen Kanal weiterverfolgt. Ich hoffe, meine Videos sind euch interessant und in den nächsten Tagen oder in den nächsten Wochen muss es schon bei uns schneien. Ich will den Schneefall unbedingt aufnehmen und dann zeige ich euch den ersten Schnee. Also ich wünsche euch alles Gute im Alltag und viel Erfolg bei der Arbeit. Wir sehen uns bald in den neuen Videos auf meinem YouTube-Kanal wieder. Bis dann. Tschüss.